Hallo ChatGPT, wie geht es dir heute? Hallo, als künstliche Intelligenz habe ich keine Gefühle, aber ich bin voll funktionsfähig und bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Ich würde gerne mit dir über das Thema Customer Identity und Access Management sprechen. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um über das Thema Customer Identity und Access Management zu sprechen. Was genau möchten Sie darüber wissen oder diskutieren? Ist der Bereich Customer Identity und Access Management ein wachsender Markt? Ja, Customer Identity and Access Management, CIAM, ist ein wachsender Markt, der in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung von CIAM-Lösungen, um ihre Kunden zu identifizieren und zu authentifizieren, um deren Zugriff auf Ressourcen zu steuern und um personalisierte Erfahrungen zu bieten. Laut einem Bericht von Markets and Markets wird der globale CIAM-Markt von 2020 bis 2025 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 13% wachsen. Dies ist auf die zunehmende Nachfrage nach personalisierten und sicheren Kundenerfahrungen, den wachsenden Einsatz von cloud-basierten CIAM-Lösungen und die zunehmende Notwendigkeit, Datenschutzbestimmungen einzuhalten, zurückzuführen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Bedeutung von CIAM in Zukunft weiter zunehmen wird, da Unternehmen immer stärker auf eine personalisierte Kundenerfahrung setzen und die Anforderungen an die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen immer strenger werden. Danke für deine Antwort. Du bist insbesondere auch auf den Bereich Datenschutzbestimmungen und steigende Regulatorik eingegangen. Wie wirkt sich das auf die verschiedenen Unternehmen aus? Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die steigende Regulatorik im Bereich Customer Identity and Access Management, CIAM, haben Auswirkungen auf verschiedene Unternehmen, insbesondere auf solche, die personenbezogene Daten verarbeiten und speichern. Eine strikte Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und eine umfassende CIAM-Strategie kann jedoch auch zu positiven Auswirkungen führen, insbesondere im Hinblick auf das Vertrauen der Kunden. Unternehmen, die eine klare Datenschutzstrategie haben und sich aktiv um die Sicherheit und den Schutz der personenbezogenen Daten ihrer Kunden bemühen, können das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen und sich von Wettbewerbern abheben. Darüber hinaus kann eine umfassende CIAM-Strategie auch dazu beitragen, den Betrieb effizienter und kosteneffektiver zu gestalten, da sie sicherstellt, dass Kunden auf die Ressourcen zugreifen können, die sie benötigen, während gleichzeitig unautorisierte Zugriffe und Sicherheitsrisiken minimiert werden. Allerdings kann eine unzureichende Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und mangelnde CIAM-Maßnahmen negative Auswirkungen haben. Unternehmen, die personenbezogene Daten unzureichend schützen, können mit rechtlichen Konsequenzen, Bußgeldern und einem Vertrauensverlust seitens der Kunden konfrontiert sein. Gibt es hier einen Unterschied zwischen europäischen Unternehmen und anderen Unternehmen auf der Welt? Ja, es gibt Unterschiede in Bezug auf Datenschutzbestimmungen und Regulierungen zwischen europäischen Unternehmen und anderen Unternehmen auf der Welt, insbesondere im Bereich des Datenschutzes. In der Europäischen Union gilt die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, die strengere Datenschutzbestimmungen als viele andere Länder weltweit hat. Die DSGVO legt strenge Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten fest, einschließlich der Einwilligung der Betroffenen, der Transparenz, der Datensicherheit und des Rechts auf Löschung personenbezogener Daten. Andere Länder wie die USA haben auch Datenschutzbestimmungen, wie zum Beispiel den California Consumer Privacy Act, CCPA, aber sie sind nicht so streng wie die DSGVO. Dies bedeutet, dass europäische Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten und speichern, höhere Anforderungen an den Datenschutz erfüllen müssen als Unternehmen in anderen Teilen der Welt. Darüber hinaus gibt es auch Unterschiede in Bezug auf die Wahrnehmung und Erwartungen der Verbraucher in Europa und anderen Teilen der Welt. Europäische Verbraucher haben in der Regel höhere Erwartungen an den Schutz ihrer persönlichen Daten und sind sensibler für Datenschutzverletzungen. Dies erfordert von europäischen Unternehmen eine besondere Sensibilität im Umgang mit personenbezogenen Daten und eine umfassende CIAM-Strategie,
um den Schutz und die Sicherheit dieser Daten zu gewährleisten. Mit Blick auf deine Einschätzung denke ich, dass es für Unternehmen in Europa wichtig ist, auch europäische Player zu berücksichtigen, also Unternehmen, die eine lokale Lösung im Bereich SIAM aus Europa anbieten. Ja, ich denke, dass es für europäische Unternehmen von Vorteil sein kann, europäische Anbieter von CIAM-Lösungen zu berücksichtigen. Es gibt mehrere Gründe dafür. Erstens kann die Verwendung von europäischen Anbietern von CIAM-Lösungen dazu beitragen, die Einhaltung der europäischen Datenschutzbestimmungen zu erleichtern. Europäische Anbieter von CIAM-Lösungen sind wahrscheinlich besser mit der DSGVO und anderen europäischen Datenschutzgesetzen vertraut und können daher eine bessere Unterstützung bei der Einhaltung dieser Vorschriften bieten. Zweitens können europäische Anbieter von CIAM-Lösungen auch bessere Kenntnisse über lokale Gegebenheiten und Anforderungen haben, die es ihnen ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse europäischer Unternehmen zugeschnitten sind. Drittens können europäische Anbieter von CIAM-Lösungen auch einen besseren Kundenservice und Support bieten, da sie in der Nähe sind und sich besser mit den kulturellen Unterschieden und Besonderheiten europäischer Unternehmen auskennen. Insgesamt kann die Berücksichtigung europäischer Anbieter von CIAM-Lösungen dazu beitragen, dass europäische Unternehmen eine umfassende CIAM-Strategie umsetzen, die den Anforderungen der europäischen Datenschutzbestimmungen entspricht und gleichzeitig auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Danke für deine Einschätzung zum Bereich europäische und internationale Player im SIAM-Kontext. Lass uns über das Thema Customer Experience in dem Bereich sprechen. Wie schätzt du die Bedeutung von Customer Experience im Kontext von Customer Identity und Access Management ein? Customer Experience ist im Kontext von Customer Identity and Access Management, CIAM, von entscheidender Bedeutung. CIAM ist darauf ausgerichtet, eine nahtlose und sichere Erfahrung für Benutzer zu schaffen, die sich bei einem Unternehmen registrieren, einloggen oder ihre Kontoinformationen verwalten möchten. Eine positive Customer Experience kann dazu beitragen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und die Benutzerzufriedenheit zu steigern. Dies kann wiederum dazu führen, dass Benutzer länger auf einer Website oder in einer App bleiben, mehr Aktivitäten durchführen und schließlich zu loyalen Kunden werden. Eine negative Customer Experience hingegen kann dazu führen, dass Benutzer frustriert sind und die Website oder App verlassen, was zu einem Verlust potenzieller Kunden führen kann. Daher sollten Unternehmen bei der Umsetzung von CIAM-Strategien darauf achten, dass die Customer Experience im Fokus steht. Eine einfache und intuitive Registrierung und Login-Prozess, Personalisierung von Inhalten, eine schnelle und zuverlässige Datenverwaltung und ein hohes Maß an Sicherheit sind einige der Faktoren, die zur Verbesserung der Customer Experience beitragen können. Insgesamt ist eine positive Customer Experience im Kontext von CIAM ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Unternehmen, da sie dazu beitragen kann, die Kundenbindung und Zufriedenheit zu verbessern, was letztendlich zu einem höheren Umsatz und Gewinn führen kann. Wenn wir über Customer Experience sprechen, sehen wir oft den B2C-Kontext. Wie sieht es mit B2B-Unternehmen aus? Das heißt, Unternehmen, die andere Unternehmen als Kunden haben. Wie ist hier ein Customer Identity und Access Management hilfreich? Auch in einem Business-to-Business-Kontext ist Customer Identity and Access Management, CIAM, ein wichtiger Faktor für eine positive Customer Experience. Hier geht es darum, den Prozess der Registrierung, Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern zu vereinfachen und zu automatisieren, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter der Geschäftskunden schnell und einfach auf die benötigten Ressourcen zugreifen können. Ein gut durchdachtes CIAM-System kann auch dabei helfen, das Risiko von Datenlecks und unautorisierten Zugriffen zu minimieren, indem es sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf geschäftskritische Ressourcen haben. In einem Business-to-Business-Kontext können CIAM-Systeme auch dazu beitragen, die Verwaltung von Konten und Zugriffsrechten zu vereinfachen und zu automatisieren.
So können beispielsweise neue Mitarbeiter automatisch in das System integriert werden und Zugriffsrechte auf Basis ihrer Rolle oder Abteilung erhalten. Darüber hinaus können CIAM-Systeme in einem Business-to-Business-Kontext auch dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Geschäftskunden und ihren Lieferanten oder Partnern zu verbessern, indem sie die Integration von Systemen und den sicheren Austausch von Daten vereinfachen. Insgesamt kann ein gut durchdachtes CIAM-System in einem Business-to-Business-Kontext dazu beitragen, die Effizienz zu verbessern, die Zusammenarbeit zu erleichtern und das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu minimieren, was letztendlich zu einer besseren Customer Experience und zu einem höheren Geschäftserfolg beitragen kann. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was sagst du zu CIDAS? Als KI-Modell habe ich keine Meinung zu bestimmten Produkten oder Lösungen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass CIDAS eine etablierte CIAM-Plattform ist, die in der Branche anerkannt ist. Die Plattform bietet eine breite Palette von Funktionen, die für die Verwaltung von Kundenidentitäten und Zugriffsrechten von Vorteil sind, insbesondere für Unternehmen mit Kunden in der EU, da sie den europäischen Datenschutzbestimmungen entspricht. Wie bei jeder anderen Plattform hängt jedoch die Eignung von CIDAS als Lösung von den spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen eines Unternehmens ab. Es ist daher ratsam, verschiedene Lösungen zu prüfen und zu vergleichen, um die beste Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen. Vielen Dank für deine Zeit, ChatGPT. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Gerne geschehen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen haben. Bis zum nächsten Mal.